Der zweite Tag der Abenteuer Allrad in Bad Kissingen in Bayern. Ja, wir sind in Franken und das ist Shenandoah. Grüß dich. Guten Morgen. Ja, du hast ihn schon für dich vereinnahmt, sehe ich gerade. Du hast die Hand mal draufgelegt, aber er fällt unglaublich auf. Er hat eine tolle Folierung und er hat Technik vom Feinsten auch innen. Aber was direkt auffällt, muss man sagen, du hast ihn fein foliert. Guten Morgen, Marc. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, zweiter Tag. Der erste Tag ist ja ausgefallen leider, aber die Kunden, die kamen am Freitag, oder? Die waren reichlich da. Ich habe das Gefühl gehabt, alles, was Donnerstag vor der Tür stand, ist hinterhergedrängt. Also war spannend. So, jetzt sind einige Sachen drauf, aber das ist ein Fahrzeug, was auch besteht im Alltag? Dauerhaft im Alltag. Wir leben drin und wir leben seit 2 Jahren inzwischen sozusagen auf der Straße und das ist für einen dauerhaften Einsatz gedacht. So, ich zeige das mal gerade von der Seite. Es ist nämlich so, wenn man drin lebt, muss das Ganze natürlich auch funktionell sein. Ich selbst hatte auch mal einen VW T6 mit Ausbau und muss sagen, im Winter, wenn es sehr, sehr kalt wird, kann es auch mal kalt werden, wenn das Aufstelldach auf ist. Aber ich nehme an, das ist dann zu, oder? Nein. Nein. Wir nutzen es einfach so. Es ist ja eine vernünftige VW-Standheizung drin und die funktioniert. Die funktioniert. Oben, es gibt die Möglichkeit, das nochmal entsprechend zu isolieren im Winter? Gibt es, haben wir bis jetzt auch noch nicht genutzt. Wobei man zugeben muss, uns zieht es immer wieder dann im Winter ein wenig in den Süden. In den Süden, das heißt wo? Letztes Jahr waren wir Sardinien, Sizilien unterwegs, davor das Jahr im Bereich Portugal, Spanien und jetzt geht es Richtung Griechenland. So, da steht, er hat jetzt natürlich einiges mitgemacht. Ist da jetzt eine Luftfederung drin? Da ist eine VBS-Suspension verbaut. Hier auch mal im Offroad-Modus, deswegen auch relativ hochgestellt. Aber wir sind ja auf der Abenteuer Allrad und ist einfach ein Highlight, denn wir können abends das Fahrzeug einfach austarieren, Knopfdruck und schon steht die Kiste gerade. Also hier sind ungefähr 15 cm jetzt drauf, ja. Okay, da sind 15 cm drauf. Ich zeige das mal gerade. Da vorne ist das Fahrwerk. Das macht natürlich unglaublich viel aus, so ein Fahrwerk, oder? Ja, es ist einfach Luxus, weil es passt sich an alle Gegebenheiten an. Auf der Autobahn kann ich es runterfahren. Wenn wir in eine Tiefgarage oder an den Strand möchten, da ist eine Barke, kommen wir mit diesem Fahrzeug jetzt auf 2,2 Meter oberhalb des Wassertanks. Und ohne Wassertank wäre es unter der 2-Meter-Linie. So, es gibt auch noch einen riesen Vorteil, wenn das hier natürlich foliert ist. Du kannst so nach 2, 3 Jahren die Folie einfach abziehen, hast ein neues Auto. Wir hoffen das auf jeden Fall, denn wenn man genau hinguckt, da sind Tausende von Kratzern drauf, denn wir nutzen das Fahrzeug wirklich intensiv. Leben im Fahrzeug, das heißt, irgendwann hast du die Entscheidung getroffen, wahrscheinlich die Wohnung zu kündigen, das Haus zu verkaufen? Wohnung gekündigt, Haus ist verkauft, alles und wir fahren entspannt durch die Gegend. Also von 160 Quadratmetern auf heute knapp, ja, 4 Quadratmeter, 2 Zimmerwohnung, Küche, Diele, Bad, WC, wie ich das immer sage. Ja, das war so eine Entscheidung, die du wahrscheinlich nicht von heute auf morgen gemacht hast. Hast du das geplant oder war das so eine Sache, wo du sagtest, ich stehe morgens auf und... Es war wirklich eine Entscheidung, die über Nacht getroffen worden ist. Ehrlich? Von einem Tag auf den anderen, ja. So, das heißt auch mit 2 Leuten auf so engem Raum natürlich zu leben, das ist anstrengend oder geht's? Obacht bei der Partnerwahl, würde ich sagen. Also die Ist das so? richtige Partnerin ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich habe einfach Glück gehabt, ich habe die richtige Frau an meiner Seite. Mein allerbestes Stück. So, da vorne steht ja so, wir werden mal kurz durchgehen. Die guten Delta 4x4 Felgen hast du drauf gemacht, die haben dich wahrscheinlich noch nie im Stich gelassen. Wunderbar, vor allem mit dem anschraubbaren Felgenkranz. Der hat uns schon mal im Stich gelassen, aber den kann man relativ einfach auswechseln. Und das ist ein Riesenvorteil. Und wir haben vor 18 Zoll gefahren, fahren jetzt die 17 Zoll, um noch ein bisschen mehr Profil zu bekommen. Aber bewährtes System bis jetzt. Airline-Schienen, das ist dein Lieblingsmaterial, was ich hier sehe. Das ist überall verbaut. Ja, sie sind einfach unheimlich praktisch, sind vom Railheim Design auf Maß geliefert worden. Also sehr funktionell. Und die Strips obendrauf sind von Frontrunner, weil man sie noch zusätzlich kurz ziehen kann, also auch ganz praktisch. Das sieht so aus, als wäre es die Leiste von Raimo. Ja, absolut. Die ist hier schon von Space Camper direkt mit verbaut worden. Hat einen riesen Vorteil, es hüpft nicht ins Auto rein. Ja, wir haben zusätzlich auch noch dieses Gummi da passend zu hinter der Markise und da ist ein entsprechender Schutz da. Ich zeig's mal, da unten ist es drin. Leben im Auto, das ist ja das, was die meisten sich vorstellen, was so ganz so easy ist. Gab es mal Momente, wo du gesagt hast, ich würde am liebsten gerne noch mal zurück ins Hotel oder so oder zu Hause? Nein, nie. Nein, nie. Absolut nie. So, jetzt ist das ja ein relativ kleines Auto, du kommst damit überall hin. Was waren so Momente, wo du gesagt hast, hier, da hat sich die ganze Reise allein schon wegen dem Moment gelohnt?
Ich kann keinen einzelnen mehr sagen. Wir haben so viel Highlights genossen auf diesen Touren. Und ja, es ist genau das Spezielle, dass wir an die Seiten und Stellen kommen, wo andere nicht mehr hinkommen. Wo wir stehen, steht ansonsten Land Cruiser, Defender, Hilux und wir halt. Und wir haben gemerkt, er ist von der Größe perfekt. Das ist der lange Radstand, den wir uns gewählt haben. Also einfach 40 cm mehr Space als üblich. Und für uns genau die richtige Größe. So, das ist eigentlich nicht gedacht zum Bergen, aber es war wahrscheinlich noch nicht nötig, oder, den zu bergen. Doch, wir haben ihn auch schon daran bergen müssen einmal. Es ist nicht die Idealfunktion, wird auch demnächst noch umgebaut. Der kriegt noch Bergeösen von der Firma Terranger. Müssen wir noch ein bisschen modifizieren, weil wir haben hier drunter einen Wassertank der Firma Space Camper. So, ich zeige es mal gerade. planbwagen.de. Das ist wahrscheinlich da, wo du firmierst, so ein kleines bisschen im Internet. Du hast einen Blog? Man findet uns auf einem Blog und auch Instagram und Co. Man sieht es, wo wir überall drin sind. Macht aber Spaß. Und ja, es ist unser Plan B. Ich kannte immer nur Plan A. Und über Nacht kam dann Plan B-Wagen. So, ich zeige es mal gerade. Hier vorne sind natürlich einige interessante Sachen drauf. Was ist das da? Das da sind Wassertanks. Einmal hier 25 Liter, oben 35 Liter, unten drunter haben wir noch 55 Liter von Space Camper, die dann auch hier oben über die Sonne erwärmt werden, unten über die Standheizung. Klar, das wird natürlich warm, man kann drin duschen, das ist der Vorteil. Man kann es reinleiten. An der Seite, da ist Fliegengitter drin. Du warst schon im Norden drin? Bitte? Du warst schon mal im Norden, Finnland und Co.? Wir waren schon mal im Norden. Und Moskitonetz ist natürlich dann immer ein wichtiger Faktor. Das ist jetzt relativ grob für die ganz, ganz Kleinen. Ja, wir können ja mal ganz kurz mal das Fahrzeug mal so von der Seite schauen. Also wenn ihr das jetzt seht, ich dachte, das wäre jetzt ein Ausstellungsfahrzeug, was irgendjemand extra auf alt getrimmt hat. Nein, ist gerockt. Also der ist im Moment eher sauber als dreckig. Also nicht extra mal durch den Schlamm gefahren. Sehr schön. So, das Sandblech, das haben wir natürlich auch schon mal gebraucht. Um ehrlich zu sein, wir haben es beim Vorgänger genutzt und seitdem ich es hier oben drauf montiert habe, habe ich es nie wieder abgemontiert. Wir brauchten es nicht. Also in der Kombination sind wir bis jetzt überall durchgekommen. Okay, wir haben uns schon mal die andere Brücke gebaut, aber ich habe sie noch nicht abschrauben müssen. Freistehen, wenn du mich mal kurz aufklärst. Das ist ja nicht mehr überall möglich, aber wahrscheinlich, du bist so unauffällig und so nett, hinterlässt natürlich nichts in der Landschaft. Ganz im Gegenteil, wir nehmen eher mit und das ist ein ganz wichtiger Faktor und ich rege mich über viele Freisteher dabei auch auf. Für uns gilt immer mehr mitnehmen, als man mitgebracht hat. So, das Ganze ist jetzt hier vorne. Ich darf mal ganz kurz reinschauen bei dir? Ja, aber sicher. So, dann machen wir das mal. Da sieht da meine Lady gerade. Also ohne die geht nichts. Guten Morgen. Guten Morgen, hallihallo. Ich habe schon gehört, ihr habt einen Blog, ihr berichtet über die ganzen Reisen, die ihr gemacht habt. Dein Mann hat erzählt, deine Lady, du bist die Lady. Ich bin die Lady, ja. Ihr habt quasi von heute auf morgen angefangen, die Entscheidung zu treffen, ihr zieht ins Wohnmobil. Das ging ganz, ganz schnell. Er hat abends, also meinte er auf einmal, ich kündige. Und dann hat er das halt gemacht. Okay, und wie war dir zumute? Ich habe erst mal gesagt, willst du nicht noch einmal drüber schlafen, noch mal überlegen. Und dann war es aber eigentlich ganz schnell, ganz klar, dass wir das machen. Okay, und das war schon da das Fahrzeug oder habt ihr das dann bestellt? Nee, mussten wir erst noch kaufen. Also haben wir bestellt und das hatte ja ein Jahr Lieferzeit. Ja. Und dann hatten wir als Übergang halt den T5 Kali. Okay, das heißt, ihr habt dann gestartet mit dem T5 Kali. Genau. Habt die Wohnung ja noch gehabt oder habt ihr die ruckzuck aufgelöst? Nee, hatten wir noch. Also hatten wir noch ein Jahr bis April 20 und sind also dann noch Köln und haben alles aufgelöst. Alles aufgelöst. Alles aufgelöst. Der Vorteil ist, wenn man so lebt, man hat nicht mehr so viele Sachen. Das heißt, also ich selbst, wenn ich unterwegs bin, ich habe 3 verschiedene Hosen, habe 3, 4 Paar Schuhe. Ja, genau. Man hat nichts mehr. Ich habe das T-Shirt, ich habe dasselbe T-Shirt 5-mal, muss ich sagen, oder ich glaube 8-mal. Praktisch. Ja. Ja, gute Idee, ne? Konnten wir eigentlich auch mal machen. Ich habe nichts mehr in weiß, Ja. weil das einfach nicht praktisch ist, Ja. sondern alles halt, dunkle Farben, praktische Farben. Warme Sachen wahrscheinlich. Auch, das ist eigentlich nicht so unser Wetter hier. Es ist uns eigentlich gerade hier etwas kalt. Was kalt. Das heißt, ihr habt den Vorteil, ihr könnt natürlich in die Länder reisen, wo es warm ist, ein bisschen wie die Genau. Zugvögel. Portugal, Spanien, Okay. Italien, jetzt eventuell halt Griechenland. Freistehen ist das große Credo bei euch, oder? Meistens gerne, Meistens, ganz ja. alleine, an einem tollen Strand. Ist einfach wunderschön.
Es gab noch nie einen Moment, wo du nachts aufgewacht bist und dachtest, da hat es jetzt geknackt oder irgendwas? Selten. Also mit meinem Mann habe ich eigentlich nie Angst. Das ist aber ein großer Kerl, muss man sagen, oder? Das ist ein toller Kerl. Das ist ein toller Kerl. Vor allen Dingen. Jetzt wird die rot. Der Marc. Genau. So, Mein Schatz. so, das ist jetzt das Video Nummer 1. Wir sind hier Samstag, Abenteuer Allrad. Das heißt, die Leute kommen. Man erkennt es nicht zunächst. Es sieht so aus, als wäre es extra auf alt getrimmt. So ein kleines bisschen auch gebraucht. Ist ja nicht altes Fahrzeug, ja. Meinst du jetzt mich oder was? Nein, du nicht. Du siehst super aus, ja. Aber ist das nicht so als Frau, ich sag mal, duschen? Ihr duscht wahrscheinlich dann auch im Winter draußen, oder? Ja, natürlich. Das oder, ist kein Thema. Springen halt ins Meer oder in den See. Aber springst du im Meer im November, klar. Dezember? Ja, natürlich, klar. Okay. Also wir waren jetzt letzte Woche erst noch baden in der Amper, heißt der Fluss. Ja. Das ist der Abfluss an dem Ammersee. An dem Ammersee. Das heißt, wir Ja. sprechen aber 3 Grad? 5 Grad. 5 Grad. Das war richtig kalt, ja. Das ist so kalt, hat Spaß mein Sohn gemacht. immer gesagt. Ja. Ja, das ist so kalt, genau. Das hat aber Spaß gemacht. Okay, ja, ich schaue gerne mal rein, denn das Spannende dabei ist, ich habe auch heute Nacht natürlich hier drin geschlafen, ist ja klar. Ja, klar. Wenn jetzt mal irgendwas passieren würde, käme jetzt mal ein Unfall. Das heißt, ein Blechschaden, der muss jetzt repariert werden. Ja, was ist dann? Was macht ihr dann? Ich habe keine Ahnung, das wäre echt schlimm. Genau, ich habe nämlich immer überlegt, also wenn wir im Wohnmobil unterwegs sind und das fällt mal aus, also ich meine, es kann ja immer irgendwas passieren, aber Das ist eine Katastrophe für uns. das ist genial. Das heißt, ihr lebt wirklich seit 2 Jahren, oder? 2 Jahre, genau. Hier in diesem Bus? Unterwegs. Nee, also ihn haben wir jetzt seit Juni 20 erst. Na gut, seit Juni 20 heißt schon 1 Jahr und 3 Monate, 4 Monate. Genau. Ich nehme an, dass das ist dein Platz, wo das Lammfell ist? Wir haben 2. Also daher haben wir jeder 1. So, da vorne ist eine Wurst, die hat wahrscheinlich eine Story. Ja, Marc ist so unsere fleischfressende Pflanze. Und da vorne ist was drin. Ja, es ist immer schön mal reinzuschauen. Also ich habe jetzt dermaßen viele Videos gemacht über Camper, aber die wenigsten leben ja in dem Auto drin. Ihr habt viele Dinge, die nicht normal sind. Hier unten ist ein Kuhfell, nehme ich mal an, das hier liegt. Hatten wir in Köln überall, ne, und musste auch mit in das Auto. Ja. Wir hatten in Köln auch überall also tolle Lampen und da musste auch dann eine mit, die da links über dem Geweih ist, die Artemide, genau. Die musste mit. Und Die kommt aus Schweden, oder? Und wir hatten über der Couch auch da oben halt dieses Bild, ne, das musste dann auch mit, was an der Decke oben ist. Das Bild, das da oben. Genau. So, das ist Steve McQueen, genau, richtig. Er starb leider viel zu früh. Da oben ist es. Das sieht man da. Sag mal, so das Leben, wenn du jetzt startest, ihr habt ja quasi nichts zu tun, denkt man. Aber wahrscheinlich ist das Leben etwas umfangreicher. Ihr schlaft morgens wie lange meistens? Meistens mit der Sonne. Also Der Sonne. wenn die Sonne halt aufgeht, dann sind wir auch halt wach. Das ist so Das unser heißt jetzt im Winter etwas später. Genau. So. Der Vorteil ist natürlich, wenn du in den Süden fährst, je weiter du runterfährst, bleibt es länger hell. Das ist ein Riesenvorteil. Wenn du hier jetzt in Deutschland bist, es ist kalt, es wird um 3:30 dunkel. Da will man gar nicht hier bleiben, oder? Also im Moment ist glaube ich erst so um 7 Uhr dunkel. Da warten wir ab 6 Wochen. Ja, da hast du recht, absolut, ja, ja klar. Ich hoffe, dass wir dann aber halt weg sind, so Richtung Griechenland. Echt? So weit runterfahrt, ja? Ja, natürlich, Kreta ist so unser Ziel für diesen Kreta. Winter. Ja, Geld verdienen währenddessen, wie ist das nicht. möglich? Gar nicht. machen wir nicht mehr. Ihr habt gespart? Wir haben gespart. Ihr habt gespart, ihr habt einen Blog? Gespart. Genau. Okay. So, und das Aber ist, leben also echt von unserem halt Gesparten. so, und der Vorteil ist, man denkt, es ist immer so ganz günstig, wenn man das macht. Ist es jetzt ein bisschen günstiger als Mieten? Absolut. Wir hatten in Köln, ich glaube, 2.500 Miete. Und das ist 2.500 ja, im Jahr. Nein, im Monat. Ihr habt 2.500 Euro Miete bezahlt. Ja, natürlich. Köln. Köln ist teuer. Stimmt, ja. Jetzt, wo ich so entsprechend drüber nachdenke. Und jetzt ist es hier günstiger. Absolut, natürlich. Okay. So, und dann, ihr habt den bestellt, ihr wart dann unterwegs. T5, die erste Reise ging wohin? Frankreich, Spanien, Portugal, Ibiza. Die Tour. Genau. unsere Und Tour. die hat Ein ungefähr Jahr. wie lange? Ein Jahr wart ihr Ein Jahr unterwegs. waren wir unterwegs, genau. So, jetzt habt ihr ja viele Freunde. Braucht man dann noch viele Freunde? Weil die sieht man ja nicht mehr so oft. Ja, das ist das Einzige, was uns unterwegs echt fehlt, halt Freunde. Okay. Und Eltern und Schwestern und Brüder und so, genau. Das ist so, ich habe es jetzt gemerkt während der Zeit natürlich, 2 Jahre, da war natürlich jetzt gerade die Pandemie. Ihr habt ein 4x4, konntet Offroad stehen. Ganz allein. Habt ihr irgendwas gemerkt von der Pandemie eigentlich?
Ja, natürlich. Also in Italien gab es halt rote Zone. Es war gefühlt alles halt zu. Aber wir waren auch ganz alleine auf der Insel halt. Also Sardinien, Sizilien. Ganz alleine wart ihr da? Ja, es gab ja quasi keine anderen Camper. Okay, das heißt also nicht nur die Leute, die gerne da mit der Fähre rüberkommen und dort, ich sag mal, im Hotel sind, gab es auch nicht. War niemand da. Du hast die ganze Insel für dich. Quasi, ja. Einkaufen, ging das? Ja, natürlich. Das ging. Es gibt ja überall diese Obstautos, die waren super. Space Camper, vielleicht mal ein, zwei Sachen dazu. Ihr könntet ja auch jetzt einen Original VW kaufen. Das ist jetzt ein umgebauter von Space Camper oder ist das jetzt ein California, der entsprechend modifiziert wurde? Da kann dir, glaube ich, Marc eher helfen. Marc? Ich muss wieder ran. Okay, hier ist ein Space Camper und wir haben ja lange mit dem Kali auch geliebäugelt, haben aber einfach hier viele Features gefunden, die Space Camper praktisch sozusagen im Standard anbietet oder in einem speziellen Modell anbietet, die wir gesucht haben. Beispiel? Es fängt hier vorne an mit 2 Türen. Wir können auf der einen Seite innen kochen, wir können außen kochen. Genau, wenn du mir das mal gerade mal zeigst. Das zeige ich gerne. Genau. Denn das ist natürlich nicht möglich bei dem anderen. Den gibt es, glaube ich, nur mit einer Tür. Den California großen. gibt's nur mit einer Tür. Ja. Wir kommen auch gleich auf Space etc. zu sprechen, aber zeigen wir doch erstmal die Küche. Hier ist die Küche und die können wir, innen habt ihr sie ja gerade gesehen, hier ganz normal ausklappen. So, Ach, die kann man rausziehen. Die kann man so rausziehen und dann kann ich mit einem Mal hier lösen. Ja. Schon ist das Barbecue praktisch angerichtet. Wir haben hier einen doppelflammigen Primus-Kocher, der mit 3 kW wirklich richtig Hitze bringt. Und wir können innen auch auf 2 Flammen kochen. Und was ich besonders schön finde, wir können variieren. Das heißt, wir können mit den Primus-Gasflaschen arbeiten. Wir können mit einem Adapter die kleinen Tankstellenflaschen nutzen. Und was wir aber vorübergehend nutzen, sieht man hier. Wir haben noch LPG-Gas drin und können an jeder Tankstelle kochen. Okay, das heißt, ihr habt einen Tank. Einen Gastank. Wir haben eine Gasflasche. Eine Gasflasche mit LPG-Anschluss. Mit LPG-Anschluss, die wir unterwegs tanken können. Da gibt es für Europa überall entsprechende Adapter. Und das da unten ist ein BioLite UVC-Wasserfilter. Dahinter ist noch ein kleiner Aktivkohlefilter. Das heißt, wir filtern unser gesamtes Wasser auch hier vorne beim Kochen nochmal speziell, weil wir trinken das Wasser auch. Und wenn es einfach mal im Tank war, auch wenn wir es vorgefiltert haben, wollen wir auf die Nummer sicher gehen. Gab es da jemals ein Problem, wo du das Gefühl hattest, das war jetzt nicht so gut das Wasser, was da rauskam? Nee. Nein. Nein. Dieses System ist wirklich spitze. Sind wir sehr begeistert von. Es tötet 99,999, ich hoffe, das waren genug 9% aller Keime ab. Und der Aktivkohlefilter nimmt auch noch mal so ein bisschen Chlorgeschmack oder so etwas mal raus, wenn irgendwo auch mal geklortes Wasser getankt wird. Ja, es sind ganz viele schöne Details, die hier da sind. Unter anderem hier der Ablauf. Das ist wahrscheinlich der Gasanschluss für die? Ablauf ist ganz spannend hier gelöst, weil sehr Platz sparen. Wir haben 2 Abläufe. Einmal einen Ablauf, um nach unten ableiten zu können. Okay. Und das können wir praktisch auch, weil wir benutzen keinerlei Spülmittel. Aber wir können auch jederzeit, wenn wir mal irgendwo stehen, hier in diesen Zusatztank füllen. Da wird nur umgesteckt. Ach, es gibt beide Möglichkeiten. Da vorne ist der Beutel. Das ist dieser Beutel. Das ist ein Beutel, das ist also nicht nur eine Folie oder sowas? Nein, um Gottes Willen, sondern das ist ein richtiger Beutel. Man sieht es auch, wenn man den hochklappt. Ja. Hier sind die Anschlüsse dran, die werden nur umgesteckt. Und das Schöne ist, der nimmt einfach den Platz zwischen der Tür auf und ist einfach innen drin kein Platz, der verloren geht. Das ist nämlich das ganz große Problem. Ich hatte auch mal jetzt einen T6-Ausbau, der war nicht so funktionell. Das heißt, man konnte es nicht rausklappen, man konnte nicht reingehen. Das ist genial gelöst, oder? Also ich glaube, bei den Space Campern, was das einfach ausmacht, die haben ja so ein Claim, wir leben das. Ja. Und die Typen leben das auch wirklich. Man merkt einfach, dass das Chef und der Entwickler Ben seit Jahren in dem Auto lebt, Markus der Vertriebsleiter, viele, viele Jahre auch in der Kiste gelebt hat. Da ist einfach ein Know-how, was ich persönlich nirgendwo anders gefunden habe. Es gibt mit Sicherheit viele kleine Ausbau, die super schicke Ideen haben, aber das hat uns persönlich so überzeugt. Tisch? Tisch ist ganz einfach. Der wird sowohl innen als auch außen genutzt. Es gibt eine entsprechende Sicherung hier. Ja. Dann schwenkt der hoch. Ich kann den ganz hoch schwenken, wenn ich an irgendwelche Sachen ran möchte. Ach, der hält. Oder ich kann den einfach umklappen und habe hier den entsprechenden Dämpfer. Und schon hält der.
und kann den auf verschiedene Höhen machen. Das heißt, ich kann einmal die gesamte Küche rausnehmen, die hat hier unten drunten Füße. Ja. Ich kann die separat stellen und separat kochen, das ist die eine Möglichkeit. Ich kann hier sozusagen die Bierbank eröffnen in der Höhe. Oder weil wir das Luftfahrwerk haben, wir können es auch runterfahren. Und dann ist er auch für kleinere Menschen in der Kochhöhe. Also wenn der Nachbar mal kochen möchte. Okay. Und im Extremfall können wir vierflammig entsprechend kochen. Was für uns sehr schön ist. Achso, da und da, das sind jeweils 2 Flammen, macht 4. Und das Schöne ist einfach, wir sind unterschiedlich gepolt. Ich, fleischfressende Pflanze, Ja, das hat eine- Vegetarierin. Und dann haben wir auch sogar manchmal 4 Töpfe auf der Flamme. Ja, das Interessante ist, wie man natürlich daran kommt, an den Kühlschrank. Das ist auch genial gelöst. Der hat eine Ladungssicherung eingebaut quasi durch die Schublade, so ein kleines Die bisschen. ist da praktisch genau fest fixiert und gesichert. Und wir haben einen zweiten unter der Bank. Einen zweiten in der Bank. Genau, 2 Kühlschränke. Das ist natürlich, wenn man so weit unterwegs ist, da braucht man ein bisschen mehr Proviant, oder? Ja, was man auch gerade sieht, mit einem Klapp ist das Bett gemacht. Das war's. Und hier ist der andere Kühlschrank. Nein, warte mal, ich komme mal kurz herum. Zeig das mal gerade, dass wir das mal sehen. Ich habe mich nämlich schon gewundert, ich hatte mal so einen ähnlichen Kühlschrank, der war mir persönlich ein bisschen klein. Aber da ist immer der ganz große drunter. Genau. Ich zeig mal gerade, was man so isst. Oh, das ist Andexer Natur, Bio-Joghurt. Dann wart ihr im Aldi. Hab den Stremelachs gekauft. genau, kennt sich aus. Ja klar, das da ist Lidl, Milboa ist glaube ich auch Aldi. Ich guck mal gerade ganz kurz. Laviala. Laviala Alles dabei. ist wo? Hier ist Laviala. Da ist Laviala. Warte mal ganz kurz. So, die Heidelbeeren, Kulturheidelbeeren, die du da hast. Käse, du bist ein Fan von Käse? Ja, absolut. Und dein Mann auch? Eher halt Schinken, Salami. Salami. So, da habe ich nämlich gleich noch viele Fragen, denn das Thema ist natürlich Kochen. Macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man unterwegs ist, alles frisch macht. Das heißt, der Mann, der isst überhaupt kein Gemüse, oder? Doch, natürlich auch, klar. Ich habe gedacht, der isst nur Fleisch dann. Auch. So, das ist dein Bett. Das heißt, ihr könnt sogar, wenn einem danach ist, auch getrennt schlafen. Könnte man, aber man. möchte man ja nicht. Will man ja nicht. So, und da ist es jetzt da. Da ist jetzt der Aufbau vom Bett. Das heißt, da kommt natürlich Bettzeug drüber, oder? Genau, richtig. Waschen. Wie läuft das? Wir haben hier hinten unsere Dusche. Ja. Wir gehen mal nach hinten und dann Ja. gucken wir uns das mal an. Das ist ja auch immer so die Frage als Frau, Friseur, Haare färben, schneiden. Ich habe das ganz praktisch halt gelöst. Ne? Also kurze Haare. Ich brauche also keinen Kamm oder Bürste oder wie auch immer. Ich bin total geflasht. Es geht doch ganz, ganz schnell. Das glaube ich dir. Du hast eine ziemlich coole Frau, die das auch mitmacht. Das ist ja so das Nein. große Problem, was du... Es ist andersherum. Ich mache mit. Ja. Also das Thema Reisen war bei Torget so der erste Schritt und ich darf mitspielen. Und sie hat mich ja mit der Begeisterung einfach abgeholt. Wir wollten ja eigentlich im Ursprung nur 3 Monate fahren und heute sind wir 2 Jahre unterwegs. Ach, das war deine Frau, die gesagt hat, komm. Ja. Nee, der Ursprung war eigentlich, dass sie mal reisen wollte und ich habe einfach gesagt, okay, ich wechsle mal in meinem Business. Ja. Und klassisches halbes Jahr Sperrzeit. Und das haben wir für Reisen eigentlich vorgesehen gehabt. Und nach 3 Monaten haben wir festgestellt, es macht einfach so viel Spaß. Und ich bin ihr einfach dankbar, dass sie mir diesen Spiel in den Kopf gesetzt hat. Und Gut, ich das habe macht noch, einfach glücklich. hab noch viele Fragen. Aber vielleicht eins am anderen, das Thema Duschen, Hygiene, Machen wir? Zähne putzen, elektrische Zahnbürste habt ihr? Ja, haben wir wirklich. Zwei. 2 haben wir dabei. Echt jetzt. Klasse. So, hier ist unsere Dusche. Und zwar klippen wir einfach diesen Schlauch. Ups, fällt alles runter. Klippen wir einfach hier ein. So, da unten ist er. Außendusche. Genau. Jupp. Shit, Entschuldigung. Da ist nichts passiert. Das sollte so nicht sein. Der gute alte Bajonett. Der will gar nicht. Dem ist auch zu kalt. Gut, da muss man sagen, dass da natürlich der Hersteller nichts für kann. Das ist ja ein Zulieferteil. Es ist wahrscheinlich immer gegangen, oder? Ja, natürlich, aber jetzt Und so, gerade sobald du nicht. Das gibt's nicht, ne? Also das ist das erste Mal, dass ich das habe. Aber Das ist aber nichts, was ihn irgendwie aus der Bahn werfen kann, weil es kann ja immer mal irgendwas kaputt gehen, eine Kleinigkeit. erstmal hält er ja hier. Wir haben sogar ein Ersatzteil dabei für den Fall der Fälle. Haben wir noch nie gebraucht, aber man sieht, Er hält. es geht und er hält auch. Jetzt machen wir das Pümpchen an. Man sieht, jetzt ist er auch entsprechend dicht. Aufgedreht, Und da kommt Wasser Wasser raus. läuft. Ist es warm, das Wasser? Ja, natürlich. Echt jetzt. So, das heißt,
Ein Waschbecken oder so habt ihr nicht, oder? Doch. 2 sogar. Und wo? Die haben wir vorne. Wir hängen das hier mal ein. Ich habe Fragen, gell? Warte mal. Hier ist unser Waschbecken drin. Wenn wir das hier rausmachen. Oh, ich habe noch nicht gespült. Das sieht jetzt ganz Nein, das ist super. Ich mag das, wenn es so echt ist. authentisch. Ich meine, wir sind ja hier auf einer Abenteuer-Albert-Messe. Da habe ich eben schon ganz neidisch drauf geguckt. Deswegen bin ich vorsichtig. So, hier ist unser Spülbecken. Zack. So, das heißt, Hier ist auch noch eins. dort ist es möglich, natürlich Zähne zu putzen und so weiter. Genau, richtig. Weil ich sag mal, viele dann auch sagen, ja, ich kenne Spülbecken für Zähneputzen, eins für Kochen. Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Eigentlich nicht. Also hier machen wir alles. Cool. Aber wir nutzen es eigentlich gar nicht so oft. Also ich spüle also mehr halt in einem Fluss oder in einem Meer. Und dann auch oft halt ohne Spüli. Okay. Also echt nur mit Wasser. Das klappt meistens super. Ist es da Licht oder ist es Wasser? Wie meinst du das jetzt? Da dieser Schwanenhals herausguckt. Das ist Wasser. Das ist Wasser. Das ist ja genial. Oh nee, wie süß. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Zahnarzt. Aber es geht. Und der Vorteil ist natürlich, da ist jetzt nicht so viel, was rauskommt. Das heißt, es spart auch noch Wasser. Genau. Okay. Wobei Wasser haben wir reichlich an Bord. Also insgesamt 170 Liter. 170. 170 Liter. Das sind 55 in dem unteren Tank, der eben durch die Standheizung erwärmt wird. 25 hier, 35 oben, 20 haben wir im Schweizer Wassersack vorne. Also es reicht. Wir kommen damit gut zurecht. So, wir gehen noch mal ganz kurz nach hinten, denn da ist zum Beispiel die Möglichkeit, den zu befüllen, oder? Ja, was wir einfach sehr schön finden, es ist verdeckt. Mir kann keiner daran rumfummeln. Und da befüllen wir entsprechend. Wir können auch eben von oben nochmal nachfüllen in einem Zug. Und wir haben sogenannte Wasserdiebe dabei. Die findet man ganz einfach bei Amazon und kann eigentlich an alle Systeme anschließen, egal ob da ein kleiner Brunnen ist, wo nur so ein kleines Röhrchen rauskommt. Super praktisch. Filtern mit einem Alpfilter kurz vor und bringen es dann über Gardena-System rein. So, jetzt sind hier Schwellersauszüge drin. Was ist da drin? Darf ich mal fragen? Ja klar, ich kann dir einmal zeigen. Also besonders an denen ist zum Beispiel, die haben einen Einhandbetrieb. Also ich kann die Boah, ist der riesig. relativ entspannt rausziehen. Davor ist ja nochmal ein Fach mit Platz, wo wir dann eben Gas etc. drin haben. Dann haben wir diese Ablagen. Gut, das ist natürlich die lange Version, muss man sagen. Das ist der lange Radstand, der hat 40 cm mehr, ist unheimlich viel Space in einem solchen Auto. Und ja, was ist da drin? Noch ein Schweizer Wassersack, ein kleines Tarnnetz, ja, Wasserfilter. Ein Wasserfilter? Das ist nochmal ein kleiner Wasserfilter Wenn du mir den mal kurz zeigst. Alp. Mit einem Aktivkohlefilter und dann ist irgendwo so ein Mikrofilter da drin. Keine Ahnung, wie das im Detail aufgebaut ist. Es funktioniert wunderbar. So. Okay, das heißt, du hast die Möglichkeit, dann an irgendwas ranzugehen, was Druck erzeugt, das da durchleitest, dann ist das schon mal sauber. Der meiste Wasserdruck, den man ganz normal irgendwo draußen findet, reicht schon. Also, da sind unsere Stühle hier drin. Das sind Stühle. Das sind Stühle, die sind super, die sind von der Firma Helinox. Genau, wenn du mal zeigst in die Cam. Dreh das Ganze mal um. Ja. Mini. Okay. Man merkt, wir mögen so ein bisschen Camouflage, aber die sind vor allem praktisch und auch für mein Körpergewicht ausgelegt. Also die gehen bis 150 Kilo. Ich kann also ein bisschen zunehmen. Da ist ein Stuhl drin. Da ist ein Stuhl drin. Ich kann das zeig mal bitte. Ich habe noch gar nicht gefragt, wie du heißt. Nochmal? Torgit. So, die Torgit. Der ist relativ schnell aufgebaut. So. Ich glaube, sie hat es auch schon gesagt. Das ist ein Stuhl. Der Stuhl ist gleich fertig. Sekunde. So, dann drehe ich mir das nur noch zurecht. Stuhl steht. So steht er. So. Drehe ich den mal um, dann kommt man das besser von der Kamera her. Es gibt nichts, was es nicht gibt, oder? Ja, vor allem, ich finde dieses kleine Packmaß so genial. Und das war auch der entscheidende Grund für uns. Und er ist einfach super leicht. Und Gewicht ist ja am Ende des Tages auch in einem solchen Auto noch ein Thema. So, da kommt das Schaf noch rein. Schaffeder können wir nur empfehlen, immer an Bord haben, weil wärmt und schützt auch, wenn man irgendwo sitzt. Warte mal, ich zeig dich mal gerade. Es wäre aber ziemlich lieb, wenn du jetzt nicht direkt einschlafen würdest auf dem Stuhl. Der sieht nämlich ziemlich gemütlich aus. Ist er auch, ja. Du magst ja mal probieren. Das ist ein Stuhl, der so klein ist, dass man ihn auch mitnehmen kann auf Reisen, zum Beispiel Hiking und so. Sehr schön.
Sag mal, wenn man jetzt so unterwegs ist, man will natürlich auch laufen in der Natur, lässt das Auto dann so stehen, ist dann teilweise frei in der Landschaft. Hast du da keine Angst, dass da mal einer reingeht? Wir haben das Auto auf der einen Seite extrem hoch gesichert. Hier sind 2 unabhängige Alarmanlagen, die nicht von VW sind. Eine ist direkt von Space Camper, die zweite ist von Stüven Kfz-Alarm. Ah, der gute Stüven. Ja, wir sind mit ihm sehr zufrieden, weil die Dinger machen beide sehr viel Krach. Es sind elektronische Wegfahrsperren drin und wir haben nochmal zusätzlich 2 mechanische Wegfahrsperren verbaut. Einmal einen Bierlock, der ist ja relativ bekannt, und auf der anderen Seite den Garant Block, ein russisches Modell. Okay, das heißt also, Von Jungs, die sich damit auskennen. nochmal, es gibt 2 verschiedene Alarmanlagen. Es gibt eine ganz effektive Lenkradsperre, die, glaube ich, nicht so einfach... Längssäulensperre in dem Längssäulensperre. Falle und eine Getriebesperre. Okay. So, und Weil ich weiß nämlich, dass die Fahrzeuge sehr begehrt sind, je nach Land. sind sie und dann zu guter Letzt parken wir meistens da, wo man ein bisschen fahren können muss, um sie rauszuholen. Also dieses Auto bringt keiner mehr so ganz schnell mit einem Hänger irgendwo raus, wo wir stehen. So, das heißt, der ist auch entsprechend geländegängig, würdest du sagen? Ja, wir haben den von der Firma Terringer modifizieren lassen. Die haben bei uns das Luftfahrwerk eingebaut. Und wir haben klassisch 4Motion. Und wir stehen eigentlich nur noch da, wo außer uns Defender steht, Land Cruiser steht, Hilux oder Ford Ranger. Und da sind wir eigentlich ganz gut untergebracht. So, da ist eine ganz große Box drin. Das ist ja im Prinzip wie Weihnachten, wenn du mir noch ein bisschen mehr zeigst, was da drin Ja ist. klar, also neben diesen Dingen haben wir jetzt hier noch drin gehabt, liegen da oft auch Schuhe drin rum. Eine wasserdichte Matte, wo man mal drauf liegen kann. Hier ist unsere Bratpfanne. Die Bratpfanne? Die ist ganz wichtig für mich, weil ich liebe Steaks und Guss. vorher haben wir immer einen Grill mitgenommen, die ist von Petromax, Guss, ist auch entsprechend schwer, aber wird einfach richtig, richtig heiß, sodass man auch mal ein Porterhouse-Steak schön hinbekommt. Und das ist mir eben entsprechend wichtig. Außen durch und innen Dann haben wir weich. Flickzeug für die Reifen dabei, weil wir einfach festgestellt haben, wo wir fahren, geht selbst mal ein Allterrain-Reifen kaputt. Genau, da ist nämlich was ganz Spezielles. Ich nehme an, man steckt es rein und zieht es raus. Ist es das? Absolut, wir waren mit Terringer zuletzt auf der Transpirenaika auf der Tour und da konnte nämlich ich das genau mal darüber- jemand anderes schön ausprobieren. Ich habe nämlich darüber genau einen Film gemacht. Das ist das Genialste, was es gibt, wenn du es mal ganz kurz erläuterst. Einfach nur mal für Leute, die sowas noch nie gesehen Mal haben. aufmachen. Da ist, glaube ich, auch ein Bohrer dabei, oder? Da ist eine Art Bohrer dabei. Man guckt, wo einfach entsprechend das Loch ist. Wenn es in der Lauffläche ist, dann raspelt man Steinchen etc. raus, macht es ein bisschen, schrubbt es. Dann habe ich eine Art Ahle. Und mit dieser Ahle wird ein Gummi durchgezogen, Gummistrip, und der vulkanisiert. Gleichzeitig kann ich schon aufblasen wieder und kann mit dem Kompressor schon wieder Druck raufbringen. Und wir haben es getestet und es funktioniert unheimlich, kannte ich vorher gar nicht. Ist auch gar nicht teuer, das Set. Also man muss sagen, also im Vergleich zum Reifen, der neu kommt. Und Also das, ich war erschrocken, es ist fast schon billig, muss man sagen. Ich weiß es nicht genau, wir haben es nochmal auf unsere Liste gesetzt. Ich glaube 40 € oder sogar drunter. Also so in der Kategorie zu finden. KS Tools heißt der Hersteller, muss man dazu sagen. Und ja, Dann haben wir ein bisschen Werkzeugtasche hier. Dann haben wir Walkie-Talkies, weil wo wir fahren, geht auch manchmal einer vor. die guten Motorolas. Mal die guten Motorola, genau. Genau, wenn du mir die mal kurz zeigst, klar. dass du sagst, die haben auch Reichweite, oder? Also für uns hat es immer gereicht. Also noch weiter laufe ich nicht. Und man sieht, die Tasche hat auch noch ein bisschen Platz, auch noch für anderes Zubehör, für den Giebel und sowas. Also da haben wir noch ein bisschen was dazu gepackt. Sehr schön. So, das heißt, das ist so das Wichtigste, was man braucht. Natürlich auch ganz wichtig, die Axt. Holz machen. Ja, an der einen oder anderen Stelle gibt es ja doch noch mal die Möglichkeit, dass ich auch ein kleines Feuer machen kann. Nur bitte damit vorsichtig und darauf achten, dass man es gerade nicht in der warmen Jahreszeit macht, weil wir wollen kein Vorbild für Waldbrände sein. Sehr schön. Und denkt auch dran, lasst es sein, wenn es trocken ist. Denn es ist sehr schnell passiert und es ist natürlich auch verboten. Und der Schuss kann nach hinten losgehen, da zahlt niemand. Man ist ein Leben lang verschuldet, die Leute, die Häuser brennen ab. Es geht so schnell, gell? Du sagst es.
So, jetzt zeige ich mal ganz kurz. Space Camper, das ist eine eigene Box, Eurobox, die passt da rein. Ja, und was Besondere ist, die haben ihren Auszug so konstruiert, dass die oben über den Schienen steht. Also ich verliere keinen Platz dabei. Okay. Das finden wir ganz spannend. Überall haben sie die entsprechenden Deckel dafür. Und ja, auch hier sind natürlich nochmal Wasserrucksack, kleiner Rucksack, den wir so dabei haben. Unser Schlauch. Dann haben wir nochmal ein Ersatzbettzeug, falls uns irgendwas mal da durchgeht. Wir haben Seile dabei, haben wir letztlich sogar am Rhein nutzen dürfen, um jemanden aus dem Wasser zu ziehen, der in Notsituationen war. Öl. Öl, ja, aber Gott sei Dank, es wird schon alt, es dürfte bald Verfallsdatum haben. Ich muss sagen, wir haben Gott sei Dank keinen erhöhten Ölverlust, aber dann wären wir da gefreit. Er säuft nicht, Öl. Nein, gar nicht. So, tolles Auto. Ja, ist natürlich, wenn man hier drin lebt, ihr habt jetzt nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwo, ich sag mal, noch so eine Box zu mieten, wo denn der Rest drin ist. Alles, was ihr habt, ist in dem Auto. Alles ist hier in dem Auto. Das heißt, da ist auch eine Box drin. Darf ich da mal reingucken in die Box? Ja, natürlich. Das ist aber lieb von dir. Da ist so ein bisschen halt Lebensmittel drin. Hier? Ja. Genau. Da ist vielleicht ganz interessant, was vor allem mal oben drauf liegt. Als erstes, wir haben ja das Thema, dass wir vollkommen autark stehen wollen. Und dieses Auto ist heute mal am Bordstrom, weil wir hier unterm Dach stehen seit 4 Tagen. Und ansonsten kennen wir praktisch den Bordstrom überhaupt nicht, sondern haben 2 Solarpanel auf dem Dach. 200 Watt, haben entsprechend Lithium-Ionen-Batterien. Aber gerade im Sommer will man natürlich auch mal als bekannte Schattenpacker, wie wir sie sind, auch mal wirklich geschützt stehen. Und dann haben wir diese Falzmatte hier drauf. In dem Falle von Off-Grid-Tech. Super praktisches Teil. Lass mich raten, ein Solarpanel. Und zwar ein richtiges 200 Watt. 200 Watt. 200 Watt. Und schmeißt du irgendwo in die Sonne und kannst trotzdem Auto im Schatten stehen lassen. Ich zeig's mal gerade von hinten. Die haben meistens solche Aufsteller. Genau, die sind hier auch mit drin. Das heißt, man hat die Möglichkeit, das genau an den Sonnenstand anzupassen. Entweder man hängt es einfach an den Baum, deswegen haben wir noch die Schlaufe dran, da ist so ein Haken dran. Oder ich kann es einfach aufstellen über diese Aufsteller. Und dann habe ich es schon im idealen Winkel für die Sonne, dass es entsprechend gekippt ist. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, mir noch ein Licht holst aus der Tasche, weil das hat mich gerade eben verlassen. Und er hat so tolle Sachen, die wir auch beleuchten müssen. Das ist ja genial, das Teil. Und das funktioniert richtig gut. Super. Ja, wir haben richtig Spaß. Also, ich habe das Problem, meine Frau fängt schon an zu schreien, sage ich mal, fast wenn wir unter 50% Ladestand kommen. Und wir dürfen ja bei dem Lithium-Ionen praktisch runter bis auf 5%. Ja. Aber dann wird sie schon nervös und wir sind eigentlich in der Regel nie unter 85%. Das ist schon genial. Okay, das ist natürlich jetzt im Winter ist ein bisschen schwieriger, aber es geht natürlich in Portugal besser, oder? Als hier in Deutschland. Ja. Da scheint die Sonne. Genau. Es wird mal Zeit, dass wir in die Sonne kommen. Preis ungefähr von dem? Ich weiß es nicht genau, muss ich sagen. Ich glaube, mit entsprechendem Ladegerät, was separat immer noch dazugehört, sind die irgendwo bei 450 €. 450 € ungefähr. Aber es ist natürlich jeden Cent wert, wenn du irgendwo stehst und du hast keine Möglichkeit, irgendwas zu laden. Dann Es ist preiswert. Sag mal, gerade auch für Leute, die ansonsten am Campingplatz stehen und dann jede Nacht irgendwo 10 € für Strom geben. Es macht unabhängig, es macht frei und ich würde sagen, dann ist es sogar preiswert, wenn ich Bordstrom sonst nutzen muss. okay, super. Ja, das ist eine Transportbox, nenne ich jetzt mal. Das ist eine ganz normale Transportform von Alutech. Wir lieben sie deshalb, weil wir nutzen sie auch gleichzeitig als entsprechendes Tischlein. Ich weiß gar nicht, was da so im Detail jetzt hervorkommt. Man sieht, wir sind dauernd unterwegs. Wir sind nächstes Jahr im Mai auf eine Hochzeit eingeladen. Da sind schon die Klamotten für die Hochzeit. Hochzeitsklamotten. Bier, Cola, noch ein bisschen Nudeln und die Sachen, die man so unterwegs manchmal nicht kriegt. Wir lieben diese Soße vom Asia-Imbiss und man kriegt sie unterwegs nicht. Okay. Hier schon vorbereitet für unser nächstes Umbauprojekt. Hier werden die Bergeösen der Firma Terranger verbaut. Okay. Das sind die entsprechenden Halterungen. Das ist Stahl, oder? Ja, und wenn kein Brenner mehr geht, haben wir noch für Outdoor entsprechend einen kleinen dabei. So, das ist ein kleiner Brenner. Da ist was in Das ist ein Grün. Hier in Grün ist eine Art Luftmatratze, die man relativ schnell aufbauen kann von Fatboy. Ah, okay. Und wenn mal gar kein Baum da ist, dann können wir die nutzen. Aber
In der Regel haben wir etwas anderes im Einsatz, zeige ich euch auch gerne. Und zwar auch speziell Space Camper-like. Die haben hier einen sogenannten Hängemattenpunkt. Und ich mache einfach mal das Moskitonetz runter. Und dann haben wir hier schon direkt hängen unsere Hängematte. Und einen Baum findet man fast überall. Und super schön, also auch 2 Personen mit Hund können da vernünftig drin schlafen. Nochmal, 2 Personen mit Hund passen in eine Matte. Ja, ganz easy. Ihr habt einen Hund? Nee, die leihen wir uns immer bei anderen. Okay. Also wir finden immer einen Hund zum Kuscheln und zum Wärmen. Ja, dann stehen unsere Fahrräder hier hinten drin. Ach, Fahrräder sind auch noch drin? Wir haben 2 Brompton-Faltbikes dabei. Und wenn die draußen sind, kann ich diesen Tisch hier einfach lösen. Haben wir hier noch einen kleinen Tisch. Da sind jetzt noch 2 Fahrräder drin. Firma Brompton sind Faltbikes, haben einfach nur dieses Packmaß. Wir können die, wenn wir irgendwo stehen, rausnehmen. Das sind wasserdichte Säcke. Die hat uns der Abdeckhaubenshop in Hamburg gemacht. Abdeckhaubenshop in Hamburg. Ja, so, super Jungs, machen auch Markisenplanen und was ich schön fand, die machen das einfach auf Maß. Wir sind da hingekommen, haben gesagt, eine passende Ortliebtasche gibt es nicht, was ich auch immer ganz gut finde, die Ortliebtaschen. Könnt ihr mir so eine machen? Ich hätte gerne das System so und so. Haben gesagt, lass mal ganz kurz ausmessen. Ja, komm morgen vorbei, kannst du abholen. Super. Genau. Meinst du, es wäre sehr schwer, wenn wir ein Fahrrad sehen könnten von denen? Weil die Leute sind, also die sind so dermaßen gespannt, weil ich wollte euch eben schon fragen, ob ihr Fahrräder habt. Und habe schon gesagt, die haben keine Fahrräder. Und das ist was? Hier ist unser Gästestuhl. Ist gleich in Firma Helinox. Ach so, etwas komfortabler. Größer. Also ja. Wenn mal irgendjemand kommt, der nicht ganz so schnell hochkommt, ist das gleiche Modell mit einer etwas höheren Lehne und einem anderen Fuß. Sorry, dass ich dich so bemühe, aber ist überhaupt kein ich habe noch nie ein Fahrrad gesehen, wo 2 Fahrräder nebeneinander hinten gehen, die überhaupt nicht auffallen. Zeigen wir euch. Die wahrscheinlich auch gar nicht so schwer sind. Das ist das ganze Fahrrad? Das ist das ganze Fahrrad. Und es ist in Wirklichkeit viel kleiner als diese Riesentasche, so ungefähr vom Gefühl her. Das ist doch nicht wahr, oder? Das war vor. Ah, das ist das Fahrrad. Und das wiegt wie viel? 5 Kilo? Ich habe keine Ahnung, es ist aber nicht schwer. Es wird ganz viel von Leuten auch genutzt, die tagtäglich damit unterwegs sind, die und pendeln. Ich kenne ganz viele, du kannst es mit in die Bahn nehmen und man kann es da auch rollen. Und das wird einfach hier entriegelt. Ja. Ich ziehe den Sattel hoch, das ist die Sattelstange. Dann sieht man schon, dieses Fahrrad ist auch für große Menschen gedacht. Nein! So, jetzt kann ich halt hier da ist auch unten. einmal, Ja. habe ich den hinteren Sattel schon draußen. So. Die Leute, die das tagtäglich machen, die damit pendeln, die machen das in ein paar Sekunden. Ich brauche da immer ein bisschen Zeit für. So, hast du schon mal gesehen? Nein, aber wirklich. Kleiner am kleinsten. Gut, jetzt sind die Räder nicht so riesig, aber ja, man kann wahrscheinlich super mitfahren. Ja. Ist auf jeden Fall besser, als zu Fuß zu gehen, je nachdem, wo man ist. Und die sind so klein. Gut, die haben wahrscheinlich ihren Preis, oder? Ja, die Brompton haben ihren Preis, ist eindeutig. Aber es gibt nicht viel in dieser Kategorie. Außer dem Brompton gibt es noch das Birdie. Birdie ist doch mal zusätzlich gefedert, fanden wir auch super. Nur im Brompton ist einfach das Packmaß noch ein Hauch kleiner. Und wir haben wirklich auf den Hauch geachtet und deswegen ist es ein Brompton geworden. Und ist sehr leicht, oder? So, jetzt ist die Kette gerade runter, aber ihr braucht nicht mitzufahren. Gut, das heißt natürlich, der Luftdruck hinten am Reifen ist relativ hoch, oder? Der ist relativ hoch, aber jedes Mal pumpen wir auch mal ein bisschen nach. Wir haben hier direkt in diesem Bereich schon die Luftpumpe. Da ist eine Luftpumpe drin? Ja. Okay. Und wir haben in einem, ich weiß nicht, ob ich die richtige jetzt gerade gegriffen habe, sogar hier im Holm noch ein Werkzeug dabei. So das komplette Werkzeug. Es ist was sehr, sehr Interessantes passiert. Die Jungs da drüben, die haben schon alles gesehen, muss man sagen. Ihr habt sowas noch nicht gesehen, oder? Ihr habt sowas noch nicht gesehen. Die sind vollkommen beeindruckt. Ich war genauso beeindruckt, als ich gestern deren Dachgepäckträger gesehen habe. Die haben nicht einen Dachgepäckträger, Drop-Packs. Ich komme noch zu euch, denn der ist so genial, der Träger. Ich habe es eben schon gesehen, weil du nämlich laufend den am Reiß und reinkurbeln bist, ja. Und das muss man gesehen haben. So. Also, die Jungs haben einen harten Job, wenn die den ganzen Tag machen, aber das Ding ist cool. So, das ist ein Fahrrad. Wenn du das mal gerade stehen lässt, das wird wahrscheinlich nicht gestohlen. Man kann es sogar rollen, gell? Man kann das auch rollen. Dafür sind diese Rollen hier hinten, dass wenn man im Bahnhof oder so unterwegs ist, mit an einer Hand mal kurz mit sich führen kann.
Sehr schön. Hat er einen Ständer? Nee. Nee, Ständer hat es keinen. Brauchen wir aber auch nicht. Das braucht er nicht, genau. Das wird irgendwo angelehnt. Ich bin da manchmal ganz pragmatisch und leg's einfach an. Ist das genial. Das heißt, du kannst es auch einfach mal mitnehmen, wenn du jetzt im Restaurant bist. Es fällt nicht auf, stellst unter den Tisch. Okay, deswegen haben wir noch ein Schloss entsprechend dabei und schon ist es im Einsatz. Ich zeig's mal gerade. Das ist der ganze Raum übrigens, den man für 2 Fahrräder braucht. Und das ist phänomenal. Also ich bin vollkommen beeindruckt. Ja, waren wir auch, als wir gesehen haben, dass es so passt. Das ist eine absolute Vintage-Tasche. Die hast du wahrscheinlich länger schon und hast sie nicht hergegeben, oder? Die haben wir nicht hergegeben. Das sind so Kleinigkeiten, die nimmt man einfach mit, die liebt man und die sind schön. Ja. Und es sind auch so Sachen, die bei uns vorher auf der Couch waren und inzwischen zweckentfremdet sind. Wir hatten auf der Couch zum Beispiel diese Kisten. Ja. Und wir haben das Futter einfach rausgenommen. Da sind heute, ich hoffe nicht, dass das erste, was zu sehen ist, meine Unterhosen sind. Aber da sind T-Shirts, Unterhosen, alles Mögliche drin. Das ist ein Wäschesack. Den haben wir, das ist die frische Wäsche. Ja. Und dann gibt es noch das Pendant. Das zeige ich euch auch. Das ist dieses. Und das ist unser eigentlicher Wäschesack dann eigentlich. Das also von dem einen geht es irgendwann in die andere Tasche und eine hast du immer, die du dir irgendwo in den Rücken legen kannst. Okay, das heißt, man kann die auch benutzen und der Vorteil ist, das ist relativ weich. Ja, die Frage. Was dazu? Ordentlich. Geht. Also sehr schön. Passt. Und die kann man natürlich dann auch genauso hier einfach mal auf die Kiste schmeißen und schon habe ich da die zusätzliche Bank, wenn mal Gäste kommen. Ja, womit wir schon direkt beim nächsten Thema wären, Schmutzfläche, wie geht ihr damit um? Relativ einfach, Waschsalon. Waschsalon. Super praktisch unterwegs. Es gibt natürlich diese Reisewaschmaschinen, wir haben sie ja noch nie gebraucht. Wir haben irgendwo dann immer noch einen Waschsalon gefunden. Und da alles sozusagen in einer Farbe ist, alles schwarz oder grau oder oliv, kommt in eine Trommel rein, einmal in den Trockner, fertig. Ich habe das gesehen, da gibt es so einen Multimillionär, der hat nur schwarze Sachen an, weil er sagt, dann braucht er niemals nachdenken, was er irgendwie hat. Ja, es passt immer zu allem. Und Multimillionär bin ich noch nicht, oder sind wir noch nicht. Ja, aber jetzt, wo der Blog demnächst explodiert, würde ich YouTube überschütten mit Geld. Es ist Bis jetzt ist es einfach Spaß an der Freude. So, das heißt, ihr habt das Bett hier, ich schlafe dann hier unten quasi, oder? Wir schlafen fast immer unten. Wir können aber genauso gut nach oben auswandern, haben wir zwischendurch auch mal gemacht. Aber meistens ist das oben für uns eigentlich der klassische Balkon. Denn wir können ja das Zelt vorne öffnen und dadurch kann man oben super schön sitzen, in die Landschaft gucken oder von unten in den Sternenhimmel. So, da oben ist noch was. Ist da was drunter unter dem? Ja. Einmal ist hier eine Tasche von Delta Bex nochmal drunter. Da sind unsere Isomatten drin oder Yogamatten, je nachdem, wie man das Ding sehen möchte. Und dass man auch unterwegs mal ein bisschen Sport betreiben kann. Okay. Die Sachen haben wir da oben gestapelt, die sind hier einfach nochmal durch Gemäß etc. gesichert. Prima. So, da ist noch mehr drin oder ist da Feierabend? Da sind noch, da zeige ich euch von innen. Ja, gerne. Da geht es kaum von außen dran. Warum ich das jetzt so ausführlich mache, ist, ich habe selten Leute gesehen, die in so einem VW-Bus leben. Ich habe Leute gesehen, die in größeren Autos leben, aber du musst natürlich in einem VW-Bus alles unterbringen, Tetris-mäßig so ein bisschen, oder? Ja, genau. Das ist mein Lieblingsplätzchen. Echt? Abends Zigarillo, einen kleinen Whisky und ja, kann man hier sehr schön sitzen. Ja, das heißt, man muss sich aber auch bewegen, wenn man, ich sag mal, quasi nichts mehr zu tun hat. Man muss einen Plan haben, sonst wird man ja krank, habe ich gemerkt. Ihr steht morgens früh auf, ihr habt euren natürlich Rhythmus, Frühstücken und so weiter? Ja, morgens ist eigentlich immer bei uns Müsli machen und unterwegs haben wir jetzt gerade zum Beispiel Walnüsse gesammelt und Dogge hat die verarbeitet und dann haben wir auch die entsprechenden Nüsschen direkt für das Müsli da parat. Also man findet schon genug Sachen und ich finde zum Beispiel ganz spannend, was man so auch teilweise in der Natur findet. Beispiel? Ja, nehmen wir die Walnüsse als ein Beispiel. Früher habe ich die immer nur beim Aldi gekauft, so ungefähr. Und natürlich kaufen wir auch teilweise diese Dinge im Bioladen etc. unterwegs. Aber meistens pflücken wir solche Sachen. Oder ich kannte zum Beispiel keinen wilden Spargel. Und ich wäre da vorher absolut dran vorbeigelaufen. Und inzwischen liebe ich ihn, wenn wir ihn irgendwo entdecken. Und ja, er wird sofort gepflückt und verarbeitet. Es ist doch alles schön gemacht hier. Das hier ist richtiges Holz, was da ist. Das ist jetzt, ich sag mal, alles mit ordentlichen Materialien. Da unten ist Holz. Fühlt sich gut an, oder? Ja, das war ja das, was uns einfach auch da überzeugt hat, dass es eine gute Qualität ist und dass es etwas wärmer ist. Wir haben uns vorher in dieser Liga auch verschiedene Fahrzeugtypen angeschaut. Und es gibt Hersteller, wo wir, weil wir ja sehr offroad-lastig sind, zuerst hingeguckt haben.
Aber es war uns einfach am Ende des Tages etwas zu kühl. Und hier haben wir die Kombination aus Wärme gefunden, die wir suchen. Dann haben wir hier direkt als nächstes Schuh. Warte mal kurz, Schrank. ich muss mal da reinfilmen. Da sind eure 3 Schuhe drin, die ihr Da habt. sind unsere 3 Schuhe drin, teilweise haben wir natürlich auch mal hinten. Okay, klasse. Und dann? Dann ja, klar, Auszüge kennt man, aber hier auch komplett ausziehbar. Und man sieht, ich verhungere nicht. Also das sind so allein die Zwiebeln, die meine Frau mitschleppt für, Okay. sie sagt immer, für das Wochenende. Also, Es geht nichts ohne Zwiebeln, oder? Ich koche halt gerne. man sieht, hier wird wirklich gekocht. Wir grillen nicht nur einfach, sondern wir kochen praktisch jeden Tag. So, ich zeige mal gerade, was da so drin ist. Das sind alles Sachen, die müssen nicht gekühlt werden. Das sind die Sachen, die nicht gekühlt werden müssen. Scharf Sondern auch. da, ich mag scharf. Hier sind verschiedene Pesto-Sorten, natürlich auch mal die paar Gürkchen. Für die Dame ist immer Kokossuppe wichtig. Ja. Wenn wir gerade mal so ein bisschen Teiggemüse oder so etwas kochen. Das ist also immer da. Klar, Nudeln, Spaghetti sind auch mal an Bord. So, wenn es denn mal Nudeln sein sollen. Aber morgens ist es Müsli, was ihr esst? Morgens eigentlich immer frisches Obst. Frisches Ein Obst. bisschen Joghurt und Nüsse. Und unterwegs ist Müsli zu bekommen immer sehr schwer. Ja. Dann gucken wir nach Haferflocken, wenn wir sie kriegen. Aber klar, man stellt sich natürlich auch ein bisschen auf die regionale Küche ein. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil das ist ja auch im entsprechenden nachhaltigen Bereich. Sehr schön. So, der hat so viel Platz. Ey, heißt der Space Camper, oder? Das ist der Space Camper. Ja. In dem Falle ist das Modell Classic Open. Es gibt einmal den Classic, der hat hier eine feste und starre Küche und der Open ist eben zusätzlich zu öffnen. Aber die haben insgesamt 6 Modelle und für jeden etwas. Und was ich eigentlich schon schön fand, als wir das Auto bestellt haben, haben wir noch darüber nachgedacht, das im Alltag auch zu nutzen. Und ich kann hier extrem schnell die Bank nicht nur eben klappen, das habt ihr ja gerade schon gesehen, sondern ich kann auch entsprechend schnell sie ausbauen. Wir haben hier so kleine Öffner, das mache ich an beiden Seiten Schnapper. offen, habe ich sie schon draußen. Und hier haben wir zum Beispiel für uns Bergematerial drunter. Ein Bergegurt, guck mal da. Da ist nicht nur ein Bergegurt, da ist kinetisches Bergeseil drunter, da ist eine Handwinde drunter. Da sind auch nochmal Spanngurte, um das Auto auch mal ausspannen zu können, wenn es sein muss. Da ist der Kompressor, Die Gasflasche. da haben wir die Gasflasche. Also da ist einiges drunter an Platz. Es ist alles genau definiert bei dem Auto. Da ist kein Platz verschenkt irgendwie, wo du das Gefühl hast, Selbst die Toilettenrolle findet ihren Platz. Hier sind eben diese Dinge auch noch alle drunter. so, ihr geht ja nie aufs Klo, nehme ich an, oder? Ich kann ein scheiß Thema, aber klar, zeigen wir euch. Bitte. Warte, da muss Weil das ist das Thema, was ja viele Frauen interessiert. Ich bin unterwegs, habe eine Notdurft. Was ist dann zu tun? Ja. Geht alles. Draußen- Alles dabei. Alles dabei. Ja. Also dann empfehle ich euch mal auf die andere Seite zu gehen, dann zeige ich euch mal unsere Toilette. Warte, ich komme mal auf die andere Seite. Es ist so spannend mit ihm, oder? Total. Richtig. Wahnsinn, So, wie viel jetzt brauchen wir gerade ein bisschen Licht. Den Dreck reingetragen gerade. Den Aber Dreck, das ist einfach das Geniale an diesen Fällen. ja, ausschütteln. Die ziehst du raus, klopfst das einfach aus oder schlägst es aus. Es ist wieder sauber und es wird einfach hier rustikal genutzt. Okay. So, das heißt aber auch, wenn das Fell jetzt mal, ich sag mal, Schmutz oder Schlamm oder irgendwas, das geht automatisch raus, das klopfst du aus. Erst mal ausklopfen, dann haben wir Ja. immer eigentlich für den kleinen Einsatz so einen Handbesen griffbereit. Ja. Und wenn man offroad-mäßig unterwegs ist, Torgit kommt jetzt wahrscheinlich mit der Story, dass ich das Auto schon innen gekerchert habe. Ja, wir nutzen es eben richtig. Und dieses Fell war auch schon mal mit unter der Dusche getrocknet, Ende. Unter der Dusche. So, das hältst du aus. Jetzt wolltest du mir was zeigen? Jetzt zeige ich die Toilette. Die Toilette. Ja, die ist hier sehr simpel. Das war auch für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir haben lange darüber nachgedacht, was ist der richtige Weg. Chemie kam für uns überhaupt nicht in Frage. Trenntoilette ist mit Sicherheit ein hochinteressantes Thema, hat aber auch sehr viel Platz. Und wir haben eigentlich die eierlegende Wollmilchsau für uns gefunden. Mini-Produkt, Space Camper. Ein Griff hier hin. Dann habe ich hier so einen kleinen Einsatz. Den stecken wir einfach da rein. Du glaubst es Und dann nicht. kommt eine Biotüte da drüber. Habe ihn gerade so, Biotütchen drüber und schon fertig. Und man sieht, ja, 120 Kilo im Einsatz. So, Und, jetzt
es gibt ja klein und groß, gibt's ja. Ja, Und das Kleine? kleines sowas. Also die Firma Ortlieb, ich warte noch auf den Tag, wo die mich verklagen, weil das sind Wassersäcke bei denen. Das ist ein Wassersack und 2 den. Liter und entsprechend groß und 2 Liter reichen. Es gibt ja auch immer diese pinke Flaschen bei Herstellern. Ich habe da immer Angst, die laufen über. Jetzt mal eine Frage, das geht auch bei Frauen. Es geht auch bei Frauen. Meine Dame hat so etwas mit einem kleineren Aufsatz. Und schon geht das auch bei einer Frau. Das Wunderbar. ist ja, wenn man es gut behandelt, riecht es ja auch nicht, der Urin. Ich glaube, der fängt erst an zu riechen, wenn es in Kontakt kommt mit Wasser, oder? Das behaupten ganz viele. Ist aber nicht so. Ich würde sagen, das stimmt nicht. Stimmt nicht. Also der wird bei uns ganz normal mit ausgespült und, Ja. und Ende. Fertig. Ich weiß nicht, was die Leute trinken. Ich trinke viel reines Wasser und trotzdem, es riecht nach einer Zeit. Und Aber es kommt drauf an, wie viel man deswegen trinkt, wollen wir einfach, dass es rauskommt. Und wir haben natürlich auch noch das ganz klassische Modell Klappspaten. Der steht auch hier und wir gehen auch noch nach draußen. Aber da einfach eine Bitte an die Leute. Wir haben es jetzt gerade in den Westalpen wieder gesehen, wo hinterm Gipfelkreuz irgendjemand eine Toilette aufgemacht hat. Das ist schade, das versaut unser Image als Camper. Und so ein Spaten ist klein. Wenn ihr nach draußen geht, benutzt einen Spaten und sucht euch einen Platz, wo es einfach verschwindet und auch das entsprechende Toilettenpapier dazu. Das muss nicht sein. Sehr schön. So, ich könnte ja noch stundenlang filmen. Da vorne ist eine Taschenlampe, eine kleine, die du hast. Ja, das ist Die besonders kleine? Taschenlampe. Ja. Guck mal. Ja, das ist ein etwas helleres Die Format. Das ist die Marke Wachdienst. Ja. Mach mal die Augen zu. Ja, es reicht. Also das ist mal eine Funktion, wenn man mal in Unsicherheit wäre. Aber ja, die macht richtig Licht. Ich kann die aber auch auf eine kleine Stufe stellen. Und ich Aufladbar. hoffe, dass sie, ja, das ist ganz normal Akku aufladbar. Ich hoffe, dass ich sie nie für einen anderen Einsatz brauche. So, du bist ein starker Mann. Da denkt man ja gar nicht dran, dass irgendwas passieren kann, oder? Wir haben sogar mal an so eine Situation dran gedacht, weil wir standen auf einem Platz, wo angeblich vor 20 Jahren, oder nicht angeblich, vor über 20 Jahren mal ein Camperpaar ermordet worden ist. Als wir das durch Zufall gelesen haben, ist man ein bisschen verunsichert. Und genau an dem Abend standen wir mitten in der Pampas und ja, irgendwann fuhren unsere Fenster runter und bis wir feststellten, wir haben einfach auf dem Schlüssel gesessen. Nein, wir haben uns ansonsten nie unwohl gefühlt, sondern gerade wenn man frei steht, wir haben nie Probleme gehabt, sondern ganz im Gegenteil. Selbst in Zeiten von Corona können wir nur sagen, wir sind überall sehr positiv aufgenommen worden. Und das Allerbeste, Polizei in, zuerst hieß es Frankreich, ganz schlimme Jungs, dann Spanien hieß Guardia Civil, in Portugal hieß es GNA und in Italien Finanze. Wir haben sie alle kennengelernt. Und wir sind auch bei allen mal kontrolliert worden. Ich hatte das Gefühl, sie interessieren sich mehr für das Auto. Wir haben immer einen netten Kontakt gehabt und eher Positives. So, du hast dich entschieden für das gute DSG in Verbindung mit Motion von Und, Volkswagen. Ja, und eine Sperre ist drin, wenn ich Ja. sie nutzen möchte. Nutzen wir praktisch nie. Und wir können nur sagen, DSG ist super. Und ich habe vorher natürlich im Forum nachgefragt. Dann hieß es immer, um Gottes Willen, man braucht einen Schalter, man muss eine andere Untersetzung haben. Ich halte es schlichtweg für Blödsinn. Es hat natürlich einen riesen Vorteil, dass die Kraft immer da ist. Das heißt, du hast ja oft das Problem beim Schalten, dass du dann ganz leicht zurückrollen kannst, wenn du es gerade nicht gebrauchen kannst. Und das hast du beim DSG nicht. Wir waren letztlich in einem größeren Trupp mal mit 7 oder 8 Fahrzeugen unterwegs. 3 hatten Schalter, der Rest war DSG. Die DSG-Jungs blieben an jeder Strecke stehen, machten mal ein schönes Foto, guckten in die Landschaft und die mit dem Schalter waren immer noch am Schreien, gib Gas, gib Gas, gib Gas, weil die genauso zwischen dem ersten und zweiten Gang nicht wussten, wo sie hinschalten sollten. Hier hast du die Kraftübersetzung einfach fließend. So, wir gehen noch mal ganz kurz raus, denn die Haltung, die ich gerade habe, halte ich nicht mehr so lange durch. Das ist die Küche. Eine ganz kurze Frage, da jetzt unten drunter ist noch was hinter der Klappe hier? Hinter der Klappe? Ja, Nein, auch von der anderen Seite kann ich dir auch zeigen. von der anderen Seite. Ja, ich bin ein bisschen neugierig, weil das Fahrzeug ist schon ziemlich beeindruckend. Da ist ein lieber Jagdhund, der neben mir steht. Hallo. Ja, mal ganz mal auch ein bisschen nach vorne steht. Hier ist noch ein zusätzliches Fach Ja. und man kann auch noch mal da Das einiges ist- unterbringen. Eine Shisha ist da drin.
Das ist keine Shisha, in dem Fall ist es eine ganz kleine Petroleumleuchte, Okay. wenn wir mal es schön machen wollen. So, und diese Lampe hast du besorgt, die funktioniert auch mit Batterie, beziehungsweise ist aufladbar. Wir lieben sie. Sie hat nicht ohne Grund einen Designpreis bekommen. Ist die Noindi von der Firma Sigor. Und was wir so schön finden, das Akkusystem ist auswechselbar, wenn mal was dran sein sollten. Die übernehmen Garantie und liefern damit ein unheimlich nachhaltiges Produkt. Wir lieben sie. So, also du würdest Leuten Mut machen, die das hier jetzt sehen. Wir drehen ja solche Filme unter anderem, weil ganz viele Leute, die das sehen, auch jetzt bei den Dokus, die wir drehen, sagen, es wäre doch eine tolle Idee, wenn wir rauskämen. Aber viele finden den Mut nicht. Da ist der Hund vielleicht dabei, wo man nicht weiß, dass er mit kann. Die Wohnung ist ja da, die Enkeltochter, die man nicht mehr sieht. Ich schüttle ganz bewusst den Kopf, weil wir haben diese Frage ganz oft gestellt bekommen. Wie mutig ist das denn, was ihr tut? Ja. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich glaube, ja, es ist auf irgendeine Art und Weise mutig, aber eher in Richtung mal was Unüberlegtes tun. Ja. Ich habe auf der Tour, ich sag mal, meinen kleinen Marco wiedergefunden. Ja. Und der hätte sich das immer getraut. Und man ist als Erwachsener manchmal so im Tunnelblick. Mir hat keiner gesagt, als ich mich selbstständig gemacht habe, das ist einfach. Sondern das galt auch schon als mutig. Ich habe das nie als mutig empfunden. Als ich einen Mietvertrag unterschrieben habe, für viel Geld. Da hat mich keiner gefragt, ist das denn mutig auf der anderen Seite? Und ich finde es viel härter, wenn jemand sagt, ich muss jeden Monat 2.500 Euro beiseite legen. Wir haben heute so geringe Grundkosten unterwegs, hätte ich niemals mit gerechnet. Wir haben immer vorher überlegt, wie kommt ungefähr, wie viel? Also wenn man mal die Krankenkasse außen vor lässt, die ja immer sehr variabel ist bei dem Einzelnen, wir brauchen etwa 1.000 Euro im Monat plus Sprit. So. Jetzt meine Frage, Wohnsitz, das ist ja in Deutschland ganz speziell. Wo ist der Wohnsitz? Ist er bei der Tochter oder? Nee, bei uns ist er beim guten Freund. So. Sehr schön. Wir haben sowohl Wohnsitz als auch Firma, noch offiziell ist ein Briefkasten. Und ja, das ist auch das, was der Staat verlangt, glaube ich. Man braucht eine ladungsfähige Adresse noch irgendwie. So ist wenn man das hat. So. Es gibt auch ganz wilde, die es ohne machen und staatenlos leben. Dafür sind wir zu spießig. Okay, das heißt, du hast eine ganz normale Krankenversicherungskarte. Du bist privat oder jetzt? Nee, ich bin in der gesetzlichen Krankenversicherung und wir haben eine zusätzliche Auslandsreisekrankenversicherung, die als lange Krankenversicherung ist. Und was ich vorher überhaupt nicht wusste, dass man, wenn man länger als 3 Monate im Ausland ist, und das gilt jetzt für uns wieder demnächst, dann können wir die gesetzliche für eine entsprechende Zeit aussetzen. Und das heißt, wir zahlen nur noch die Auslandsreise Krankenversicherung, in dem Fall sind es 800 Euro und ansonsten, das ist der Jahresbeitrag, zahle ich das fast in der gesetzlichen. WLAN, Internet-Router, wie habt ihr das gelöst? Ich nehme an, ihr wollt ein bisschen online sein, ihr habt ja auch einen Blog. Ja, einen Blog, wir haben auch WLAN an Bord, in dem Fall jetzt mal ein heikles Thema für VW, finde ich eine Krankheit bei den Jungs, die haben einen WLAN-Router verbaut, aber ich kann keine separate eSIM reinstecken, deswegen müssen wir gezwungenermaßen einen separaten Router haben, den haben wir an Bord, ja. Okay. Ich habe so eine Datenflatrate, die geht auf der ganzen Welt unbegrenzt von der Telekom. Was habt ihr denn gewählt? Was ist denn euer Tipp? Ist da jetzt in jedem Land praktisch eine eigene SIM-Karte holen? Wir haben das Pendant von Vodafone. Okay, das heißt, ihr habt unbegrenzte Daten weltweit quasi? Wir haben unbegrenzte Daten weltweit, ja. Ja, das ist ziemlich cool. Das ist nicht ganz billig, aber es funktioniert. Es funktioniert und es macht auf jeden Fall auch mal sorglos, weil wenn ich andere sehe, die dann irgendwo an Andorra vorbeifahren und ganz hektisch werden oder an der Schweiz vorbeifahren und ganz hektisch werden, haben wir Gott sei Dank nicht mehr. So, jetzt ist man ja, ich sag mal, man hat sich unglaublich lieb. Man hat irgendwann mal vielleicht alle Gesprächsthemen erzählt. Jetzt seid ihr ja wirklich Tag und Nacht zusammen seit Jahren. Nicht so, dass man so auf der Arbeit kann man sich noch ein bisschen aus dem Weg gehen. Gibt es ab und zu mal Touren, wo jemand mal alleine geht? Oder ist wirklich alles zusammen? Es ist fast alles zusammen. Wir machen extrem viel zusammen, wir genießen es auch. Aber klar, man kann sich auch mal aus dem Weg gehen, dann geht der eine mal einen Spaziergang. Gibt es einen Moment der Stille mal, wo ihr zwei nebeneinander sitzt und einfach gar nichts mehr sagt? Ja, ganz oft. Also wir genießen inzwischen Sunset oder auch morgens Sonnenaufgang viel mehr, als wir das früher gemacht haben. Netflix können wir theoretisch mal machen, machen wir aber auch praktisch nicht mehr. Also wir haben dann sogar so einen Mini-Beamer an Bord. Ich weiß im Moment nicht mal, wo er steckt. Weil wir nutzen ihn praktisch nicht. So, ihr habt natürlich auch Laptops, das heißt, die werden dann über das Stromnetz hier geladen, über Lithium. Und dann die Frage wäre mich gewesen... Wir haben einen Spannungswandler im Auto.
und können darüber alles laden, was wir brauchen. Wir können in der Theorie auch einen Föhn anschließen, den haben wir aber nicht an Bord. So, jetzt sind die Nachrichten in Deutschland meistens nicht so schön, wenn man die so hört. Abends 20 Uhr, die Welt geht grundsätzlich immer unter, alles ist negativ oft. Es gibt selten schöne Sachen, die man hört. Gab es so Momente, wo ihr mal so 30 Tage keine Nachrichten geguckt habt? Weder Google News noch irgendwas anderes, wo ihr einfach mal gesagt habt, das Leben ist schön, wir sind an einem schönen Platz, wir kriegen einfach mal nichts mit? Torget ja, macht das sehr konsequent. Ich gucke in der Regel einmal in den Tag ganz kurz in den Spiegel rein, aber 5 Minuten nie mehr, weil ich möchte gar nicht so viele negative Nachrichten. Wenn du das erzählst, du hast einen Blog, muss man sagen. Du erzählst jeden Tag über das, was ihr macht? Unterschiedlich. Wir posten relativ viel, jeden Tag fast, würde ich sagen, auf Instagram mal ganz kurz. Und immer wenn irgendwas Besonderes über Region machen wir es auf dem Blog. Und immer in bestimmten Etappen auch auf YouTube. Es gibt zum Beispiel auch noch eine Roomtour über dieses Auto. Als wir fertig waren, waren sie 1,5 Stunden lang. Das ist so, man ist da schnell dabei. Die Fragen, die Leute stellen, also wenn die hören, ihr lebt fest im Wohnmobil, da kommen ja bestimmte Fragen, die ich noch nicht gestellt habe. Wir waren das Thema Waschen, das Thema Hygiene, das Thema Duschen haben wir geklärt, das Thema Krankenversicherung haben wir geklärt, das Thema Krankheit. Hast du irgendwas oder bist du kerngesund? Ich habe seit meinem 25. Lebensjahr das Thema, dass ich auf Purine achten muss. Das ist was, Purine? Purine, das ist Gicht. Gicht? Das hatte meine Oma, hatte das. Ja, ich habe auch immer gesagt, das ist eine Völlekrankheit. Ich glaube, man muss die nicht haben, aber ich esse zu gerne Fleisch, sagen wir das mal so deutlich. Aber ansonsten kerngesund. Ist nichts. Das heißt, du würdest auch sagen, das Leben draußen, du kriegst ja viel Sonne ab, das heißt UV-Strahlung, das ist ja nicht negativ, oder wenn man viel draußen ist, frische Luft? Wir gehen der Hauptsonne auch ein bisschen aus dem Weg und versuchen die anderen Zeiten mehr zu nutzen. Also achten ein bisschen darauf, ob man auch eine entsprechende Bedeckung oder so auch mal aufzieht. Aber ansonsten glaube ich, dass das Gesündere ist. Aber für den Fall der Fälle, ich glaube, jeder kann krank werden. Wir leben im Moment das Leben wirklich ganz bewusst so, als ob jeder Tag der letzte wäre. Also wenn es uns heute erwischt, wissen wir beide, ja, es war gut. Und früher ist das ein Tipp, würdest du sagen, das ist eine gute Lebensweise? Ja, auf jeden Fall. Also darauf achten, weil nichts ist schlimmer, man sitzt irgendwann mal auf der Bank, so wie im Korsika-Comic von Asterix und sagt, ich habe mein Leben nicht gelebt. Also wir wollen unser Leben leben. 2 Jahre unterwegs. So, das heißt, ihr habt ja viele Leute getroffen, die auch unterwegs sind. Die Spots, die ihr findet, habt ihr die selber gefunden oder gibt es da schon mal eine App, wo ihr reinguckt? Ja, wir gucken ab und zu in die App Park4Night, aber um ehrlich zu sein, meistens um zu gucken, wo wir nicht stehen. Was aber super an der App ist, also nicht nur negative erwähnen, ist, sie hat sehr gute Wasserstellen, die ausgewiesen sind, die nutzen wir häufiger. Und ansonsten gucken wir ganz normal Google Earth und auf Empfehlungen, die unterwegs kommen. Und die guten Spots bitte nicht alle in Park4Night setzen und nicht alle verbrennen. Gab es Länder, wo du sagst, da muss ich nicht unbedingt nochmal hin? Nein. Die waren alle schön. Bis jetzt alles schön, alles unterschiedlich, aber wir sind überall so positiv aufgenommen worden durch die Bank weg. Kann ich nicht sagen. So, wenn du Leute siehst, etwas länger und du kommst wieder heim, ist das so ein bisschen Weltenbummler? Du läufst als Weltenbummler? Ja klar, man läuft so ein bisschen als, früher hätte man das negativ als Zigeuner bezeichnet und ich finde heute, auch wenn man den Begriff normalerweise nicht mehr nutzt, es ist etwas unheimlich Positives, draußen zu leben, auf der Straße zu leben. So, also du hast eben schon gesagt, man muss die richtige Partnerin haben, die muss das mitmachen. Das ist ja oft das Problem, man sollte den Partner vorher fragen, ob er das überhaupt will. Denn ich kann mir vorstellen, wenn der eine das will, der andere nicht. Und ausprobieren. Also ich glaube, dass das, was wir gemacht haben, genau der richtige Weg war, einfach mal losfahren, einfach mal ausprobieren. Und wir hatten ja nicht vor, so lange zu fahren. Es hat sich ergeben, weil es einfach gut und richtig war. Okay, verstanden. So, das heißt, du hast den Job an den Nagel gehangen. Darf ich fragen, was du gemacht hast? Ja, ich war 33 Jahre selbst und ständig in der Fertighausbranche tätig. In der Fertighausbranche? Fertighäuser, ja. Zuerst als Verkäufer, dann als Standortleiter und die letzten 18 Jahre als Vertriebsleiter für den Marktführer. Okay.
Okay, das heißt, du warst unterwegs, man kriegt dort Leads wahrscheinlich von den Leuten, die so was kaufen möchten, oder du hattest ein Team unter dir, hast du es geführt? Ich hatte zuletzt ein Team, also mein Job war, das entsprechende Personal zu finden, die damit leben, ging aber bis in die Produktentwicklung mit rein. Das war jetzt kein 9-to-5-Job, das heißt, du konntest dir das so im Prinzip einteilen so ein bisschen damals? Ich hätte mir das einteilen können, aber ich habe es mir eher darin eingeteilt, dass ich immer gearbeitet habe. Also ich habe immer gern und viel gearbeitet und ich bereue auch da gar nichts, kann ich ganz gut sagen. Ich habe meinen Job geliebt. So, jetzt habe ich kaum noch Fragen. Ich glaube, ich kriege so ganz langsam den Marco, den ich haben wollte. Das ist so ein bisschen Pfadfinder, oder? Was ihr macht? Ich war ganz früher mal bei so etwas wie Pfadfinder, auch wenn es bündische Jugend war. Und ich habe immer gesagt, später will ich reisen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich brauche einen Job, wo ich eigentlich viel reisen kann. Und das Reisen habe ich verlernt und das Reisen habe ich wiedergefunden. Sehr schön. Also, komm, wir zeigen noch mal ganz kurz deinen Blog. Du hast ihn hinten jetzt auch, aber jetzt kriegen wir natürlich die Klappe nicht mehr runter, dass wir das noch mal kurz einblenden. Also wenn ihr das wollt, dann abonniert seinen Kanal. So, das werden wir gleich mal zeigen. Wir machen mal gerade ein bisschen Werbung für euch, denn ihr habt es wirklich verdient. Du hast wirklich gesagt, am Anfang hast du gesagt, ich habe einen tollen Mann. Ja, habe ich auch. Der ist ja echt der Hammer. Ja klar, Ja. ist ja auch mein Mann. Klar, So, ist das der Hammer. Liebe Mädels, der ist schon fest vergeben, nämlich an die Torget. ja. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? 52. 52. Das heißt, du hast dein ganzes Leben noch vor dir, mindestens 50 Jahre. Was denkst du, wie lange du das machen kannst? Du, ich habe keine Ahnung, aber halt die nächsten 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahre bestimmt. So lange wie es geht, oder? Ja, bis halt Geld alle ist. Und dann gucken wir mal. Wenn ihr rausgeht und ihr seid jetzt an einem schönen Ort, ist man da auch schon mal weg, praktisch ins Restaurant essen? Geht man da auch schon mal hin? Ab und zu, aber ich koche lieber an einem schönen Strand, als dass ich halt in irgendeinem Restaurant esse. So, der Mann liebt Hunde. Absolut. Das ist ein Wischler? Nee, das ist ein Wischler. Das ist Maler. Ein Knallerhund. Ja. Wir hatten ja vorhin das Thema, ob wir einen eigenen Hund haben. Nein, wir treten uns immer wieder Hunde unterwegs ein. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war in den Westalpen. Und er ist ein richtig guter Kumpel. So, dem ist natürlich im Winter ein bisschen kalt. Es geht noch. Ja, an der Grenze. Wir fahren demnächst nach Spanien und dann. So, ich habe natürlich Windhunde, 3 Stück, ganz kleine Windspiele. Und die haben immer kalt. Das ist so. Mit den kurzen Haaren ist das immer ein bisschen problematisch. Sehr schön. So, mal ein bisschen Werbung für dich. Wenn du die mal runterklappst, bitte. Also, was ich noch nicht gesehen habe. Ah ja, zeig mal bitte. Also es gibt Sport. ja nicht nur einen Hängemattenpunkt, sondern du kannst an der Kiste auch Sport machen, wenn man es möchte. Zeig mal bitte. Grauslich. Auch das noch. Also auch das noch. Man kann Auch das noch. auch verschiedene Übungen hier machen oder sich einfach mal ein bisschen dehnen, wenn man ein bisschen verspannt ist. Geht. So, alles. super. Was ihr noch nicht gesehen habt, ist übrigens gleich noch Unterfahrschutz. Unterfahrschutz habt ihr ordentlich investiert, denn es kann immer mal ein Stein im Weg sein, der einem so blöd trifft, dass das Verteilergetriebe kaputt ist. Das ist dann doof, oder? Tank. Machst du noch gerade die Pumpe aus? Die Pumpe aus. Die Torget, ja, wenn die nicht wäre. Jetzt wäre das ganze Auto unter Wasser. So, das ist planbwagen.de und da findet man wahrscheinlich auch die Links zu allen euren Diensten, die ihr habt. Und das sind diese. Das sind diese. Facebook, was ist da links? Instagram, YouTube, Twitter. Das läuft nebenher, Pinterest Und WLAN. sozusagen. RSS-Feed für alte Leute wie mich, die sowas noch nutzen. Sehr, sehr schön. So, was ist eigentlich da drin in diesem tollen Koffer? In diesem Koffer ist jetzt gerade nur Kröms drin. Wir haben in der Regel hier an dieser Stelle sogar unsere Subtasche hängen. Ja. Die können wir ab und zu mal wechseln. Wenn wir im Sommer jetzt wieder in den Süden geht, kommt die Subtasche rauf. Das ist unser Träger von der Firma Terringer, also was richtig Stabiles. Und muss es auch sein, weil hier ist Gewicht auf der Klappe. Also wenn wir alles drauf haben, sind hier weit über 100 Kilo drauf. Und da, was ist da drin? Das ist unser Satzrad, also nochmal ein vollständiges Satt. Also 2. Oben drauf haben wir nochmal einen Mantel zusätzlich. Und so passt es jetzt. Okay, verstanden. Und ja, warum braucht man so etwas? Weil wir einfach ins Gelände fahren. Und hier ist kompletter Aluminium-Unterfahrschutz. Und man sieht, da ist was Stabiles drunter. Komplett? Der ist komplett von vorne. Vorne sind 8 mm, hinten sitzt glaube ich 6. Durchgängig durchgezogen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Schön ist auch hier unten dieses ganz kleine Rohr, was einen schützt durch
aufsetzen und da sind Schäden natürlich vorprogrammiert, wenn man nicht genau hinguckt. Und das Rohr hier, das schützt nochmal zusätzlich, gell? Dieses hier, Ja. das ist direkt integriert bei Terranger und das schützt hier den gesamten Schweller. Und es hat uns, glaube ich, schon manchmal gerettet, denn wir hatten trotz viel Bodenfreiheit, und wir haben hier ein bisschen mehr Bodenfreiheit wie ein klassischer alter Defender, trotzdem leider schon mal ein bisschen Bodenkontakt. So, dann brauche ich noch ein Startfoto. Wenn du mal gerade mit dazu kommst. Am besten hier, da habe ich nämlich genug Licht. Hier? Ja, und wenn wir das vielleicht wegnehmen könnten, ausnahmsweise jetzt nur mal fürs Bild, dass wir das vielleicht mal ein bisschen auf die andere Seite drehen, dann habe ich nämlich ganz tolles Startfoto für euch vor eurem T6 langer Radstand. Das ist nicht der längste, oder? Bitte? Das ist nicht der längste Radstand? Das ist der, Bei dem hier ist das längste Radstand. so, wenn ihr euch mal so tut, als ob ihr euch lieb habt. Die brauchen wir nicht holen. Genau, ist so. Ja, ich bin ganz beeindruckt. Was ich noch nicht habe, ist dein Alter, wenn du mir das verrätst. Weil das von deiner Frau habe ich schon. Ich bin 53 Jahre jung. Du bist 53, du bist Baujahr 68. Ich bin 1968. In welchem Monat bist du geboren? Ich bin ein Wassermann und bin ein Valentinskind. Ein Valentinskind, das heißt 14. Februar. 14. Februar. Das ist super praktisch. Man muss nicht auf die Blumen achten. Man kriegt immer was an Blumen geschenkt. Ich bin nämlich genauso alt wie du. Das heißt, viele träumen ja mit 53 in Rente zu gehen, so ein bisschen. Ist das die Rente oder ist das Teil des Lebens? Im Moment ist es erstmal für uns Teil des Lebens. Ob es wirklich so ist, dass ich nie wieder arbeiten werde, weiß ich persönlich noch nicht. Wir sind Open-End im Moment und solange es uns Spaß macht, werden wir das machen. Und wenn irgendwann mal wieder der Punkt ist, dass ich sage, wir wollen ein bisschen arbeiten, habe ich die Genehmigung, aber sie kommt zögerlich, wie ihr merkt. So, das ganz große Thema noch Werterhalt. Ihr habt ein Auto, was sehr werthaltig ist. Das heißt, es ist die Möglichkeit, das 5, 6 Jahre zu fahren. Du kannst es verkaufen, kannst dir vielleicht ein neues holen. Wenn du sagst, ich brauche vielleicht ein bisschen größeres, kann ja sein, wenn man so ein bisschen älter wird, dass man sagt, man will ein bisschen mehr Komfort haben oder nicht. Ich ahne, dass unser Auto eher kleiner wird. Kleiner. Ja, Defender, Weiß ich nicht. Also im langer Moment Radstand. ist es für uns das, also für mich ist es im Moment noch der Traumauto, Ich liebe das gerade. Das heißt, aber da sind wir nicht sicher, glaube ich. du hast auch was zu sagen, oder? Ja, eine Menge. Ist es meistens so, dass in der Beziehung die Frau mehr zu sagen hat wie der Mann, das muss ich sagen. Aber sie verhält sich diplomatisch. Das ist Nee, würde ich 50-50. so nicht behaupten. Also da bin ich ja sehr konservativ. Ich behaupte, dass ich alle elementaren Entscheidungen alleine treffen kann. Ja, Nur darf. was elementar und nicht elementar ist, das entscheidet meine Frau. Sehr schön. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich gucke mal gerade auf die Uhr. Heute ist der, glaube 23. Ja. 23. Oktober. Das Schöne ist, Ohne Zeit, ohne... das ist genial. Wenn man aufwacht, man weiß nicht mehr, was für ein Wochentag ist, oder? Genau. Das so gibt's ist schon es. mal? Ja, immer. Immer. Ich weiß eigentlich nie, ob heute Samstag, Sonntag, Frag mich jetzt bitte nicht, was wir... Freitag? Wir haben Nein. Freitag, ne? Samstag. Scheiße. Habt ihr nur gespielt jetzt, oder? Nein, Wissen wir nie. wissen wir wirklich nicht. So, du Oh, darfst toll. das Interview mal zusammenfassen. Sorry, dass du nicht so viel zu Wort kommst. Du hast das Licht gehalten heute mal für mich. das Licht Denn das war so lange das Interview, das Licht ist leer Das gegangen. war so schön. Also ich finde das so eine schöne Geschichte, auch mit der Partnerschaft einfach. Das ist doch ein Traum, dass man so zusammenhält und dann so einen Traum verwirklicht und über Nacht. Ich habe deinen Mann gefragt, ihr seid ja wirklich Tag und Nacht zusammen seit 2 Jahren, ja? Immer. Man muss sich ja lieb haben dann, oder? Das Ja, das heißt, muss man mögen. man Absolut, mögen. genau. so, das heißt du liest Bücher auch? Ab und zu, ja, wenn ich mal Zeit habe. Aber nicht jetzt so ganz groß die Bücherratte, dass du irgendwas machst oder so? Ich lese mal ab und zu, ja, aber jetzt nicht so... Aber ihr habt keine Not, die Zeit totzuschlagen, das müsst ihr Nein, nicht. überhaupt gar nicht, gar nicht. Die geht Wir haben schnell weg? eher immer wenig Zeit. So, ihr seid erlöst. Heute 23. Oktober. Abenteuer Allrad, ist das eine gute Messe bei euch hier? Die ist super, Ja. mega. So, und da Und könnt die ihr Sonne ganz... scheint, gutes So. Wetter, alles super. Abonniert diesen Kanal bitte auf YouTube. Name nochmal? Target, Nee, von dem Renner. E-Wagen. planbwagen.de. Da findet ihr alle Links und so weiter. Macht das und vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.